Ihre Karte funktioniert nicht? Ja, ich kann kein Geld abheben. Keine Sorge. Heute lernst du wichtige Sätze bei der Bank, am Geldautomaten und beim Online-Banking. Sehr gut. Banken machen mich immer nervös. Heute lernst du einfache deutsche Sätze für die Bank. Du hörst Gespräche am Schalter. Beim Konto eröffnen. Am Geldautomaten. Und wenn deine Karte nicht funktioniert. Sehr gut. Ich möchte wissen, was ich sagen kann. Dann los! Wir beginnen in der Bank. Guten Tag. Ich möchte ein Konto eröffnen. Guten Tag, gerne. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, hier ist mein Ausweis. Danke. Haben Sie auch eine Meldebescheinigung? Ja, hier ist die Meldebescheinigung. Sehr gut. Möchten Sie ein Girokonto eröffnen? Entschuldigung, was bedeutet Girokonto? Ein Girokonto ist ein normales Konto für den Alltag, zum Beispiel für Gehalt, Miete und Überweisungen. Ah, verstehe. Dann möchte ich ein Girokonto eröffnen. Kein Problem. Wir füllen zusammen den Antrag aus. Danke. Bei der Bank ist dieser Satz sehr wichtig. Ich möchte ein Konto eröffnen. Du kannst auch sagen, ich möchte ein Girokonto eröffnen. Jetzt langsam. Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Jetzt fragt Jonas nach der Karte und der PIN. Wann bekomme ich meine Karte? Die Karte kommt per Post. Und die PIN? Die PIN kommt auch per Post, aber meistens in einem anderen Brief. Warum in einem anderen Brief? Das ist sicherer. Okay. Wie lange dauert das? Meistens 1 bis 2 Wochen. Also bekomme ich zuerst die Karte und dann die PIN? Genau. Oder manchmal zuerst die PIN und dann die Karte. Alles klar. Wichtige Sätze sind: Wann bekomme ich meine Karte? Und wann bekomme ich meine PIN? Jetzt langsam. Wann bekomme ich meine Karte? Wann bekomme ich meine Karte? Wann bekomme ich meine PIN? Wann bekomme ich meine PIN? Nach 1 bis 2 Wochen hast du deine Karte und deine PIN. Jetzt gehst du zum Geldautomaten. Ich möchte Geld abheben. Wie funktioniert das? Zuerst steckst du die Karte in den Automaten. So? Ja, genau. Dann gibst du deine PIN ein. Und dann? Dann wählst du den Betrag, zum Beispiel 100 Euro. Kann ich auch einen anderen Betrag wählen? Ja, natürlich. Du kannst den Betrag selbst eingeben. Und der Kontostand? Wo sehe ich den? Du kannst am Automaten auch Kontostand anzeigen auswählen. Ah, verstehe. Sehr praktisch. Am Geldautomaten ist dieser Satz wichtig. Ich möchte Geld abheben. Du kannst auch sagen, ich möchte meinen Kontostand sehen. Jetzt langsam. Ich möchte Geld abheben. Ich möchte Geld abheben. Ich möchte meinen Kontostand sehen. Ich möchte meinen Kontostand sehen. Jetzt möchte Jonas Geld überweisen.
Lena, ich möchte eine Überweisung machen. Okay. Haben Sie die IBAN? Ja, hier ist die IBAN. Sehr gut. Geben Sie zuerst den Namen ein, dann die IBAN, dann den Betrag. Und was bedeutet Verwendungszweck? Das ist der Grund für die Überweisung. Zum Beispiel Miete Juli oder Rechnung Nummer 123. Ah, verstehe. Und dann? Dann prüfen Sie alles noch einmal. Name, IBAN, Betrag, Verwendungszweck. Okay, das ist wichtig. Bei einer Überweisung sagst du, ich möchte eine Überweisung machen. Ein wichtiges Wort ist IBAN. Jetzt langsam. Ich möchte eine Überweisung machen. Ich möchte eine Überweisung machen. Wie lautet die IBAN? Wie lautet die IBAN? Manchmal funktioniert die Karte nicht. Das ist stressig, aber du kannst ruhig bleiben. Meine Karte funktioniert nicht. Was genau passiert? Der Automat nimmt die Karte nicht. Okay, ist die Karte vielleicht gesperrt? Ich weiß es nicht. Dann gehen Sie zur Bank oder rufen Sie die Bank an. Was soll ich sagen? Sagen Sie, meine Karte funktioniert nicht. Oder ich glaube, meine Karte ist gesperrt. Ich glaube, meine Karte ist gesperrt. Genau. Kann ich eine neue Karte bekommen? Ja, das können Sie bei der Bank fragen. Bei Problemen sind diese Sätze wichtig. Meine Karte funktioniert nicht. Und ich glaube, meine Karte ist gesperrt. Jetzt langsam. Meine Karte funktioniert nicht. Meine Karte funktioniert nicht. Meine Karte funktioniert nicht. Meine Karte funktioniert nicht. Jetzt hat Jonas ein Problem mit dem Online-Banking. Lena, ich kann mich nicht einloggen. Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Dann können Sie das Passwort zurücksetzen. Wie sage ich das bei der Bank? Sagen Sie, ich kann mich nicht einloggen oder ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen. Genau. Und wenn die App nicht funktioniert? Dann sagen Sie, die App funktioniert nicht. Okay, das ist einfach. Beim Online-Banking sind diese Sätze wichtig. Ich kann mich nicht einloggen und ich habe mein Passwort vergessen. Jetzt langsam. Ich kann mich nicht einloggen. Ich kann mich nicht einloggen. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen. Jetzt wiederholen wir die wichtigsten Sätze. Hör zu. Sprich nach. Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Wann bekomme ich meine Karte? Wann bekomme ich meine Karte? Ich möchte Geld abheben. Ich möchte Geld abheben. Ich möchte meinen Kontostand sehen. Ich möchte meinen Kontostand sehen. Ich möchte eine
Überweisung machen. Ich möchte eine Überweisung machen. Meine Karte funktioniert nicht. Meine Karte funktioniert nicht. Ich kann mich nicht einloggen. Ich kann mich nicht einloggen. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen. Sehr gut. Jetzt kennst du wichtige Sätze bei der Bank. Du kannst ein Konto eröffnen. Du kannst nach deiner Karte und PIN fragen. Du kannst Geld abheben. Du kannst eine Überweisung machen. Und du kannst Hilfe bekommen, wenn deine Karte nicht funktioniert. Jetzt fühle ich mich sicherer bei der Bank. Genau. Du musst nicht perfekt Deutsch sprechen. Ein einfacher Satz reicht. Zum Beispiel, meine Karte funktioniert nicht. Oder ich kann mich nicht einloggen. Danke, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.